Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute ist es endlich soweit. Ja, wir haben nach Jahren an Toilettentank befüllen und durchspülen und Epics und keine Epics da rausbekommen, haben wir es endlich geschafft, die Aura so weit zu steigern, dass wir jetzt am Maximum, am obersten Zenit der Klo-Aura angekommen sind. Ja, da freue ich mich sehr drüber. Es hat sehr lange gedauert und ja, es ist endlich soweit und wir werden heute zum letzten Mal, sag ich mal, eine Steigerung der Klo-Aura begutachten können. Ja, und zwar von Stufe 65 auf Stufe 66. Und mit der Stufe 66 bleibt die Aura gleich. Ja, das ist das höchste der Gefühle. Höher geht's nicht. Natürlich kann man den Trank, den Füllstand danach immer noch befüllen. Und wenn man 1000 Füllstand erreicht hat, kann man natürlich trotzdem noch sein nächstes Item ziehen, aber die Aura steigert sich nicht mehr weiter. Das heißt, hier ist Dead End sozusagen. So, und wir werfen jetzt, dadurch, dass mir nur noch ein bisschen fehlt, hier ein normales Item rein, haben hier jetzt ein 1000er Füllstand. Zerlegen wir mal. Und wir können jetzt hier ein letztes Mal die Toilette ziehen. Und das machen wir auch mal und steigern jetzt unsere Klo-Aura auf Stufe 66. Jo. Das ist der Moment, wo ich jetzt hier somit die Toilette durchgespielt habe. Ja? Oder durchgespült habe, kann man auch sagen an der Stelle. Ja, sehr, sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich muss mal kurz gucken, Aufnahme läuft und ja. Das war's dann auch schon wieder. Aura 66 wurde erreicht, höher geht's nicht. Wir haben ein Item rausbekommen mit Rune und Sockel und es ist mal wieder ein Alle-Attribute-Item. Das ist sehr belastend, das hebe ich mir auf jeden Fall auf. Falls ich mal wieder eine Quest bekomme, ein Epic durchs Klo spülen, werde ich mir das dafür aufheben. Ja, ansonsten werde ich das natürlich nicht weiter gebrauchen können. Gut, für das letzte Mal Klo-Aura hier benutzen, ist das denn doch relativ unspektakulär, muss ich sagen. Schade, ja, aber man kann es nicht ändern. Es ist ja nicht das letzte Mal, dass ich jetzt hier die Toilette befüllt habe. Es geht ja natürlich noch weiter. Allerdings werde ich meine Strategie so ein bisschen ändern. Ab und zu hatte ich vielleicht mal noch so einen Edelstein reingeschmissen. Jetzt ist es eigentlich nur noch sinnvoll, sag ich mal, normale Items reinzuwerfen, die nicht sehr viel Goldwert haben. Ja. Meistens sind das Sachen aus dem Glücksrad. Wenn wir jetzt welche bekommen, natürlich nicht. Das ist natürlich der sogenannte Vorführeffekt wieder am Start hier. Und es gibt aber halt so Items, die kosten halt 1 Million oder weniger. So, die kommen meistens aus dem Glücksrad. Und die werden dann in Zukunft dafür genutzt, durch die Toilette gespült zu werden. Ansonsten kann man auch noch, wenn man es ganz günstig haben will, die Tränke auch noch durchspülen. Aber die bringen halt wirklich sehr, sehr wenig Füllstand ein. Deswegen werde ich nur noch normale Items hier durchspülen und die Edelsteine werde ich dann halt nicht mehr dafür benutzen, weil die kann man natürlich auch verkaufen und bringen natürlich pro Edelstein auch 10 Millionen Gold wert. Deswegen ist es ein Waste, sag ich mal, hier für 5 Füllstand mehr quasi einen Edelstein zu nutzen, anstatt ein normales Item, was 25 bringt so. Und der Edelstein würde halt 30 bringen. Also es macht nicht wirklich viel Sinn. Da verkaufe ich die lieber für 10 Millionen. Ich habe übrigens ein bisschen Platz gemacht hier im Inventar. Wenn es euch aufgefallen ist, ja, ich habe mal ein bisschen aufgeräumt und hier so ein bisschen Frühjahrsputz mehr oder weniger gemacht. Ein paar Edelsteine habe ich verkauft. Ich habe 1, 2 Edelsteine auch meinen Begleitern gegeben, die schon relativ outdated waren. Und ja, so kam das zustande, deswegen also es ist ja auch nervig, wenn man die ganze Zeit hier am Hin- und Her switchen ist, deswegen, ja, musste das mal auf jeden Fall sein. So sieht das momentan aus. Meine Würfelspiele habe ich für heute schon durch, die habe ich schon durchgewürfelt und deswegen gucken wir mal direkt auf den nächsten Account hier, was wir hier so zu tun haben.
ist natürlich jetzt nicht mehr so viel los. Ich hatte jetzt, glaube ich, hier auch schon überall meine Dings gemacht. Hier meine, wie heißt meine Würfelspiele halt. Ich muss dann noch irgendeinen Begriff für finden. Ja, und deswegen gibt es hier auch so viel auf dem Server tatsächlich gar nicht mehr so zu zeigen. Achso, mein Dings-Equipment habe ich wieder ausgezogen. Warte mal, ich wollte noch gucken, was haben wir hier für eine Quest. Okay, gut, 3-mal. Das ist jetzt nicht so schnell erledigt. Das könnten wir machen, wenn mein Timer hier abgelaufen ist. Und ja, hier auf dem Account bald Stufe 400, freue ich mich schon drauf. Wird sehr, sehr nice, ja. Battlemage auch endlich auf 400 gebracht. Klar, mittlerweile haben mich natürlich schon sehr viele Accounts überholt, sag ich mal, die später angefangen haben oder so. Aber ja, im Prinzip egal. Ich ziehe mein Ding hier weiter durch und werde hier natürlich auch dementsprechend weiterspielen. Meine Steine habe ich immer noch nicht großartig gewechselt, dadurch, dass meine Edelsteinmine noch am Ausbauen ist. Ja, das dauert noch ein bisschen, das Ganze. Und ja, auf dem Account hier, warte mal, auf dem... Ja, hier brauche ich noch 4 Tage und 5 Stunden 26. Dann habe ich hier auch meine Schatzkammer auf Stufe 16 auf meinem Main-Account, ja. Meine Edelsteinmine lasse ich ja erstmal so weit hier, ne? Und deswegen, werden wir hier auch bald dieses Feature freischalten, was wir hier auf unserem Battlemage auch schon freigeschaltet haben. Und ja, das wird auf jeden Fall auch sehr cool. Freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Und dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz, damit wir die in nächster Zeit dann auch ein bisschen was ansammeln können, um das dann dementsprechend auch zur Hexe zu bringen und ja, dadurch mehr Gold einzuheimsen. Ne? Es ist ja natürlich auch nicht das Verkehrteste, was man auf jeden Fall machen kann. So. Wir kommen heute... Achso, ja stimmt, ich hatte hier auch noch den Flügeltrank hier auch noch bekommen, durch den Kalender, den habe ich hier noch nicht genutzt. Warte ich noch auf einen richtigen Zeitpunkt, so, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe zum Zocken. Heißt also, wenn ich mal irgendwie frei habe oder so, dann werde ich hier auch den Flügeltrank reinhauen und dann wird es auch auf dem Free-to-Play-Account natürlich hier auch dementsprechend ein bisschen weitergehen. Also wirklich für die Free-to-Play-Spieler und so ist dieses Update wirklich ein Segen, sag ich mal. Weil auf diese Flügeltränke, auf die geiert man als Free-to-Play-Spieler so hart, ne? Dass man da endlich mal Top-Tränke bekommt. Und auch auf meinen Krieger hier. Da muss ich mal jetzt zusehen, dass ich hier jetzt mir mal irgendwie große Pots anschaffe, bald, wenn ich mal irgendwelche im Shop bekomme. Damit ich hier auf meinem Krieger auch ein bisschen weiterkomme, weil ich glaube, das macht sich hier auf dem noch sehr, sehr bemerkbar. Weil ich hier kaum irgendwie Dungeons großartig weiterkomme. Und ja, das könnte schon gut scheppern, sag ich mal, ne? Ich bin gespannt. Ja, aber wie gesagt, auch für Leute, die halt in das Spiel halt auch Pilze investieren, für die ist das natürlich auch super, weil ich sag mal so, wenn man in diesem Kalender, da sind ja 2-mal Flügeltränke drin, das sind umgerechnet halt 30 Pilze, die... Das war Gewohnheit, die man im Monat spart, so, ne? Und das ist ja auch nicht verkehrt, muss ich sagen, ne? Und natürlich auch mit dem neuen Feature, was auch noch dazu kommt, hier mit dem Hütchenspieler, da holt man sich auch noch sehr, sehr viele coole Ressourcen einfach so kostenlos dazu. Klar, man kann Pilze investieren, aber wenn man die Zeit hat, kann man natürlich auch dann hier das Ganze auch Free-to-Play-mäßig angehen. Und für Free-to-Play-Spieler auch wirklich sehr, sehr lohnenswert. Vor allen Dingen die Ressourcen und so, also das sind Sachen, wenn man da mal 4 oder 5 irgendwie gewürfelt bekommt, dann macht sich das wirklich schon sehr, sehr krass bemerkbar. Und ja, zeigt sich auf jeden Fall in dem Gewinn wieder und für das Level, sag ich mal, was vielleicht auch Free-to-Play-Spieler haben, die nicht ganz so weit sind, da bekommen die trotzdem sehr, sehr viele Ressourcen für und das ist schon echt, ja, auf jeden Fall ein netter Schachzug, sag ich mal, von Playa. Ja, und vor allen Dingen auch für mich so, falls ich mal irgendwie ja, Sanduhrenknappheit habe, aber auch mal Sanduhren bekomme, das ist natürlich auch eine Glückssache, ne? Ist halt relativ schwierig, da das zu bekommen, was man halt wirklich haben möchte, so, ne? Weil für Leute, die halt alles ausgebaut haben, so wie mich auf meinem Account hier, da, ja gut, Ressourcen habe ich jetzt nicht mehr so viele hier, Holz und Steine, es geht, aber sowas wie Seelen zum Beispiel, das braucht halt wirklich kein Mensch mehr so, ne? Und
Da wäre es halt cool, wenn es da halt, ja, weiß ich nicht, irgendwas anderes für geben würde. Aber klar, kann man natürlich nicht auf jedem Spieler einzeln so projizieren, was ihm am besten passt, sondern man muss halt das nehmen, was kommt. Ne? Und wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Holz oder Steine kommen, dann 2 Stück beim ersten Wurf, dann nehme ich die halt auch so. Ne? Auch wenn ich die jetzt nicht so unbedingt brauche, sondern eher die Sanduhren. Aber im Prinzip, ja, nimmt man dann lieber das, als dann nachher am Ende gar nichts zu bekommen. Ja, gut, das soll es dann für die Folge auf jeden Fall heute auch wieder gewesen sein. Klo-Aura haben wir maxed out, ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, ja. Das Late-Game-Klo ist hier jetzt sozusagen am Start. Und ja, falls die Folge euch wieder mal gefallen haben sollte, lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.